Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem sehr verspäteten, aber trotzdem notwendigen Video quasi nach dem Upgrade-Event, das letztes Wochenende stattgefunden hat für mich. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, wahrscheinlich erst in ein paar Tagen. Also vielleicht für euch schon dann vorletztes Wochenende oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war ein großes Ereignis und ich habe nahezu alle meine Projects rausgeballert und ich wollte jetzt einfach nur kurz ein Update geben, was wir jetzt letztendlich alles geupgradet haben. Denn der Stream ging ja über 5 Stunden. Ich bezweifle, dass die meisten ihn vollständig gesehen haben. Und die Videos, die danach kamen, waren auch tatsächlich nicht komplett. Also es war ja auch so ein bisschen einfach wirklich stundenlanges Upgraden. Nicht alles hat es in ein Video geschafft, vor allem die kleinteiligen Sachen und so. Da habe ich auf jeden Fall keine extra Videos nochmal draus gemacht, weil das halt auch einfach langwierig und naja, nicht mehr so spannend dann war. Was natürlich auch einerseits da einfach daran lag, dass nach 5 Stunden Upgraden ist es halt nicht mehr so, wie wenn du halt, ja, also ihr wisst, wie es ist. Ich meine, wenn du 5 Stunden lang durchupgradest, da hast du nach 5 Stunden natürlich auch nicht mehr die gleiche Reaktion auf ein erfolgreiches Upgrade wie halt beim ersten Upgrade, ist ja eh klar. Irgendwann stumpft man quasi ab sozusagen. Aber ja, es war ein fettes Wochenende, es war geistesgestört, es hat viel länger gedauert als gedacht und alles in allem bin ich trotzdem halbwegs zufrieden. Ich muss sagen, vor allem der Schmuck hat mich echt gebrochen. Ich finde es auch irgendwie echt unnötig, dass da Leute jetzt im Nachhinein sagen, ja, so viel Pech war das gar nicht oder so. Ich meine, klar, es war jetzt nicht ultra bad. Also es hätte noch wesentlich schlimmer theoretisch laufen können. Aber bei über 900 Tries für Demoll, bei einem Doppel-Upgrade-Event, FEC-Verhältnisse, wo man ja eigentlich mit Erwartungswert 500 rechnet statt 1000, ist das schon unlucky. Also ich meine, fast der doppelte Erwartungswert ist schon ziemlich unlucky. Und generell waren da, es war nicht mal nur der Demoll plus 19, auch das Ultimate-Schmuck-Upgraden lief ziemlich schlecht, muss man sagen. Und dann dieser eine Demoll, ich weiß gar nicht mehr, was war das, Demoll von 15 auf 16 oder so, hat mich einfach 45 Tries gekostet. Ich war bei 40%. Also es war geistesgestört. Also es war wirklich Momente dabei, wo ich mir dachte, was zum Teufel passiert hier gerade? Und das bei einem Doppel-Upgrade-Event. Also, naja. Aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, insgesamt war es, denke ich, trotzdem erfolgreich, auch wenn manche Momente echt wehgetan haben. Und ich sage euch jetzt einfach nochmal so im Schnelldurchlauf, was wir alles geupgradet haben. Ich habe es jetzt auch nicht dabei, alles ist auf zu vielen verschiedenen Charakteren verteilt. Aber ich fange einfach mal an mit den Sets. Also ich habe jetzt ein Hanira-Set plus 10. Wer sich auch noch schwer tut mit den neuen Set-Namen, das ist das weibliche Ranger-Set. Jetzt hätte ich mal schon Crackshooter gesagt. Endgame meine ich natürlich. Endgame. Crackshooter wäre Endgame von Flive PC. Das Endgame-Set, PvE-Set, Tank, AOE-Set für Ranger. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, bevor ich jetzt die anderen Sachen noch vorlese, warum ich das überhaupt geupgradet habe. Ganz ehrlich, irgendwas musste man upgraden. Niemand weiß, ob es nochmal so ein Event geben wird. Also meine persönliche Vermutung ist, es ist durchaus möglich, oder ich persönlich rechne damit, dass es noch einmal stattfindet tatsächlich vor dem Ende des FEC-Servers, weil ich meine, ein Wochenende Doppel-Upgrade zum Ausgleich vom FEC, die ja die ganze Zeit Doppel-Upgrade-Chance haben, finde ich es ein bisschen wenig. Und vor allem muss man auch bedenken, naja, vielleicht hat es letzte Woche trotzdem nicht jeder mitbekommen, auch wenn es zugegebenermaßen lange genug davor angekündigt wurde. Also da muss man ausnahmsweise sagen, das wurde echt frühzeitig angekündigt, dass das Event stattfindet. Und ich persönlich habe es auch die ganze Zeit erwähnt. Ich meine, ich habe mindestens 2 Videos drüber gemacht. Also man hätte es eigentlich mitbekommen sollen, müssen, können, dass das stattfindet. Aber ich denke halt trotzdem, wie gesagt, es war halt nur ein Wochenende. Und ich persönlich gehe eigentlich schon davon aus, dass es noch einmal stattfindet, bevor jetzt der aktuelle FEC-Server endet. Trotzdem kann man sich dessen ja nicht sicher sein. Ich meine, nur weil ich davon ausgehe, heißt das ja nicht, dass das passieren wird. Und deswegen muss man ja trotzdem einfach nur auf Nummer sicher gehen und musste jetzt einfach upgraden. Und das hat halt für mich einfach bedeutet, naja, so blöd das auch ist, jetzt Sachen zu upgraden, die man jetzt vielleicht in naher Zukunft nicht direkt brauchen wird, ist es immer noch besser, als gar nicht zu upgraden, weil es sind jetzt ja auch keine irgendwie komplett random, keine Ahnung, Level 75er Sets oder so, die ich upgrade habe. Es ist ja trotzdem Endgame-Equipment. Und außerdem muss man es ja auch immer so sehen, also ich sehe das halt so, aus meiner Sicht als YouTuber, Streamer, whatever, je mehr verschiedene Equipments ich parat habe und so, desto mehr Content dann wieder auch ist das halt für Videos, dann kann ich mehr verschiedene Klassen ausprobieren. Ich habe einfach das Equipment, falls ich es mal brauchen sollte, für was auch immer. Und es ist einfach angenehm, wenn man auf sowas zurückgreifen kann. Und genau.
Und wie gesagt, die Chance war verdoppelt. Ich meine, plus 8 habe ich größtenteils mit Low-S-Projects gemacht. Das heißt, ich habe gar keine richtigen Projects gebraucht. Und habe einfach wirklich sehr viel upgraden können. Und ich habe halt das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, wenn man das Upgrade-Event so ein bisschen verstreichen lässt und man upgradet, sage ich mal, nur Schmuck. Ich meine, Schmuck wäre offensichtlich gewesen, dass ich das vorhatte. Aber alles andere war ja vielleicht nicht für den einen oder anderen so klar, was ich genau upgraden würde. Mir selbst auch nicht, bis kurz davor. Und ja, außerdem muss man auch bedenken, fast alle Projects, die ich da immer verwende, das ist alles seriengebunden. Selbst die Materialien, die ich benutzt habe, waren größtenteils seriengebunden. Also das hat mich ja auch alles letztlich eigentlich tatsächlich gar nicht wirklich so viel gekostet. Also ich meine, die Power Dice, klar, aber die waren ja alle gefarmt. Glücklicherweise, also meine Power Dice haben gerade so gereicht, kann man sagen. Also ich müsste jetzt tatsächlich auf Bodeng erstmal wieder ein bisschen farmen, weil ich habe Power Dice technisch und so sehr viel verbraucht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, waren das halt alles so Sachen, die man halt sowieso oder die ich halt sowieso durch Erspielen einfach bekommen habe und jetzt da auch nicht irgendwie monatelang für gefarmt habe oder so, sondern das waren größtenteils Battle Pass, Event. Klar, ein paar ungebundene Projects waren auch dabei, aber es waren größtenteils einfach Sachen, die man sowieso rumliegen hatte. Und ich meine, was bringen einem Projects, die rumliegen, wenn man wirklich mal ein neues Set sich machen will? Ja, mein Gott, dann kauft man halt die Products oder so. Oder man kauft sich direkt das Set oder so. Ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Ich meine, wann upgrade man schon mal 5 Sets oder 10 mal Ultimate-Schmuck oder was auch immer wir da gemacht haben? Das passiert ja so gesehen eh nie wieder. Also so eine Menge an Products braucht ja eigentlich kein Mensch auf Reserve, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also sie sind ja auch letztendlich dafür da, dass man sie irgendwann auch mal benutzt. Und ja, wie gesagt, jetzt sind das halt die PvE-Sets gewesen. Oder in dem Fall vom Ranger auf jeden Fall das PvE-Set plus 10. Was ich jetzt, wie gesagt, direkt erstmal nicht wirklich verwenden werde. Erstmal nicht, weil ich jetzt ja hauptsächlich auf FEC spiele. Oder 50-50 oder ein bisschen mehr als 50. Und halt andererseits einfach, weil ich jetzt grundsätzlich eigentlich 1v1 Ranger habe. Aber kann man jetzt halt mit der Möglichkeit des Sets auch wieder theoretisch als AOE spielen. So, jetzt aber weiter mit den Sachen, die wir geupgradet haben. Lipin-Set plus 10 für Elementor. Da ist es ein bisschen anders als beim Ranger, weil das Lipin-Set, wenn man auf 200% Cast kommt, ist tatsächlich das Go-To-Set, vor allem für Leveln. Oder vor allem für Damage. Für AOE-Damage ist das ganz nice, weil es halt mehr Fähigkeitsschaden bringt. PvE-Damage besser gesagt. Und zusätzlich auch noch die Tankiness erhöht. Also damit könnte man auch Face-Tank spielen. Und ja, das ist eigentlich das Go-To-Set für Elementor mittlerweile. Im Endgame haben das die meisten. Und von dem her war das sowieso nur eine Fragezeit, bis ich mir das hole. Ich habe sogar überlegt, ob ich es mir kaufen soll, weil es relativ günstig angeboten wurde. Teilweise hatte ich gesehen. Aber gut, jetzt habe ich es beim Upgrade-Event einfach selber gecraftet. Einzige, was halt natürlich nicht drin sind, das habe ich beim Ranger-Set gleich nicht gesagt, es sind keine Karten drin. Also beide Sets sind logischerweise 0 von 4. Und dann habe ich mir noch alle anderen Sets plus 8 gemacht, auch 0 von 4. Das kostet eh kaum G-Product bei Doppel-Upgrade-Chance. Das waren meistens so irgendwas zwischen 7 und 15 G-Product. Also fast schon geschenkt, die 4 Sockel. Klar, nirgendwo sind Karten drin. Aber ich meine, wie schon gesagt, aktuell benutze ich die Sets nicht. Also warum zum Teufel soll ich da jetzt 28% reinballern? Ich habe tatsächlich noch Lightning 7 Karten. Ich glaube 6 Stück oder so habe ich noch auf Vorrat. Aber naja, die sind halt tatsächlich schon für den tatsächlichen Ernstfall. Wenn ich jetzt dann tatsächlich irgendwie dies oder jenes machen will, naja, dann brauche ich halt die Karten. Und die jetzt einfach irgendwo reinzuballern, wo ich eben noch nicht sicher bin, ob ich das überhaupt jemals benutze oder ob ich es jetzt halt demnächst benutze, das wäre natürlich Schwachsinn. Deswegen sind alle Sets noch nicht gesockelt. Aber wenn man sie dann braucht, würde ich das natürlich noch machen. Genau, das heißt, ich habe jetzt jedes 150er PvE-Set vollständig, außer das Jester-Set, da fehlen mir die Boots. Das ist tatsächlich nicht vollständig, da fehlen mir die Boots, aber ganz ehrlich, das Set werde ich wahrscheinlich niemals brauchen. Das habe ich doch Just for the Lloyds eigentlich geupgradet. Alle anderen sind mindestens plus 8. Wie gesagt, Elementor und Ranger sind plus 10. Das Knight-Set habe ich natürlich auch schon plus 10. Das habe ich jetzt nicht neu geupgradet, weil das hatte ich schon vor dem Upgrade-Event am Start. Mit auch 28% HP-Rate. Und genau, damit habe ich jetzt für alle Klassen das 150er-Set. Wie gesagt, außer Jester, da fehlt ein Teil. Schon mal vorgeupgrade. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Und das halt auch, naja, 8 Monate nachdem es released wurde. Ist eigentlich auch ganz sportlich, sage ich mal, da schon so viel Equipment von dem neuen Content zu haben. Ist jetzt natürlich das niedrigere Equipment, das, nicht niedrigere, sondern das, wie sagt man, das vom Wert her halt das niedere Set. Ich meine, natürlich sind es nicht die Wild-Sets. Ja, das wären natürlich die Sets, wo man sagen würde, wow, okay, das ist echt krass. Aber ich meine, gut, okay, ich habe keinen Geldscheiß, und ganz ehrlich, die White-Sets werden immer günstiger. Man sieht es jetzt schon, oft Set-Teile für weit unter 1 Milliarde. Also, und ich meine jetzt nicht spezifisch Psykeeper, sondern auch andere. Und ja, also wie gesagt, da ist es schon so, dass Geduld eine Tugend ist in dem Fall und man da einfach eine Menge Geld sparen kann. Also warum da jetzt schon großartig reingehen, einfach warten, dann kann man sich die White-Sets irgendwann auch in der gleichen
Manier machen. Zwar wahrscheinlich nicht mit einem Doppel-Upgrade-Event, aber zumindest generell. Und genau, das war dazu. Dann haben wir zweimal Schmuck plus 20 gemacht. Dann habe ich mir einen Adept-Ring eingetauscht und einen Champions Demol-Ring plus 4. Und dann haben wir noch geupgradet, und zwar Schmuck. Zweimal Champion Demol von 4 auf 5. Zweimal Champion Ring von 4 auf 5. Und einen Adept-Ring von 4 auf 5. Schwachsinn. 2 Adept-Ringe von 4 auf 5, genau. Und dann habe ich noch einen dritten Adept-Ring von 4 auf 5 probiert. Das hat leider nicht geklappt. Der ist jetzt bei 24 Fails oder so von 4 auf 5. Den kann man dann halt irgendwann in der Zukunft nochmal angehen. Aber auf jeden Fall ist es insane. Also ich habe es ja gerade schon gezeigt. Mein Elementor hat jetzt zweimal Ultimate Schmuck plus 5, Adept Ring plus 5. Oh, nicer Portbug, geil. Und mein Blade hat jetzt ein komplettes Ultimate Schmuckset plus 5, außer die Necklace. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt kein Giga-Wahl bist, ne? Wer zur Hölle würde jemals die Necklace plus 5 machen? Also plus 4 könnte ich mir irgendwo noch einreden lassen, weil Staub ja auch echt nicht mehr so ultra teuer ist. Also plus 4 kann man drüber streiten. Aber ich finde halt plus 5 ist sowas von geistesgestört einfach nur. Also generell, ich finde der Vergleich von plus 5, also ich kann jetzt nicht die genauen Werte sagen, aber ich glaube es sind nur 500 HP oder so. Oder bei plus 5 bin ich mir jetzt actually nicht sicher. Da könnte es ein bisschen mehr sein. Aber der Unterschied zwischen 0 und 4 ist schon gering. Und also dafür so ein Vermögen auszugeben, nur dass man dann sagen kann, ja, mein kompletter Schmuck ist plus 5, das ist es mir nicht wert. Also ich meine, das ist ein fucking Blade, der soll nicht so ultra viel HP haben. Ich meine, natürlich, wenn er mehr HP hat, ist nicht schlecht, aber ich meine, grundsätzlich soll der Damage machen. Das heißt, 2 Ringe plus 5, 2 Ohrringe plus 5 und das passt. Und das ist jetzt schon echt nice, weil ich weiß nicht, was der Schmuck wert ist plus 5, aber müsste schon ein bisschen was sein. Und ja, damit ist mein Blade-Equipment jetzt wahrscheinlich sogar mein wertvollstes überhaupt, einfach nur durch den Schmuck. Aber wie gesagt, mein Elementor hat jetzt auch beide Ringe plus 5. Und was auch cool ist, ich habe jetzt auch meinem RM natürlich den zweiten Adept-Ring plus 4 geben können. Und der hatte zwar schon 20er Buffs, meine RM, aber jetzt hat er halt noch wesentlich mehr. Also jetzt hat er irgendwie 540 Int oder so. Also nochmal einen fetten Boost bekommen. Und jetzt halten halt auch die Buffs ultra lange, also 22 Minuten, glaube ich. Klar, ist jetzt für viele von euch nichts Krasses, aber ich bin ja persönlich jemand, ich gebe ja meinem RM nicht wirklich Equipment. Also ich lasse meine RM immer so ein bisschen hinterher schleifen. Und dafür, dass ich dem jetzt auch diesen übergebliebenen Ring, den ich halt auf meinem Elementor zum Beispiel überhaupt nicht brauche, deswegen hat er der RM den gerade geben konnte und damit seine Bufflänge einfach mal um 2 Minuten erhöht habe, das ist halt schon ziemlich nice. Genau, und dann habe ich noch meinen Bloody Bow von meinem Ranger von 7 auf 10 Sockel gemacht und meinen Psy habe ich einen Bloody Wand von 3 auf 5 Sockel gemacht. Das war auch so komplett random. Ich habe noch so viele G-Product übrig, noch weit über 100 G-Product übrig und wer weiß, G-Product haben ja relativ hohe Wahrscheinlichkeiten, sowohl Waffen als auch Suit-Sockel, also G-Product braucht man auch nicht so viele. Ein paar 100 G-Product ist actually insane. Also es müssten irgendwas zwischen 200 und 300 sein, das ist ultra viel. Damit könnte man easy 10 Sockel auf 1 oder sogar 2 Waffen machen oder halt etliche Sets mit 4 Sockeln versehen, etc. Also leider viel zu viele G-Product übrig geblieben. Aber ich hatte einfach nichts mehr. Ich habe alle meine Suits vierfach gesockelt. Ich habe alle meine Bloody-Waffen maximal gesockelt. Was willst du da noch machen? Ich meine, das gibt einfach nichts mehr. Da machst du halt nichts mehr. Es ist so blöd es auch ist, aber ja, das ist halt dann einfach ärgerlich. Sind die wieder ins Lager gewandert und könnten gegebenenfalls, falls doch nochmal ein Doppel-Upgrade-Event kommt vor dem FEC-Ende, dann da halt eingesetzt werden. Genau. Und ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Ich gucke gerade nochmal auf meinen Zettel, habe mir extra ein paar Notizen gemacht, aber das müsste es gewesen sein. Was aber jetzt noch dazu kommt, ist, ich habe noch 1200 Fragmente auf meinem Knight, weil ihr habt ja wahrscheinlich, oder vielleicht aufgepasst, ich habe nur 2 Sachen eingetauscht, ich habe aber 2 plus 20 gemacht und für 2 plus 20 kriegt man über 1800 Fragmente und 2 Sachen eintauschen kostet maximal 1000, in der Regel weniger, beziehungsweise ich habe ja vor allem keine Kette eingetauscht, also war es deutlich weniger. Und habe jetzt auch tatsächlich noch 1200 Fragmente auf meinem Knight. Das würde tatsächlich reichen, um nochmal 2 oder knapp, ja doch, 3 Sachen einzutauschen, Ultimate-Schmuckmäßig. Da, ja, ist halt einfach diese Situation, naja, es reicht halt nicht für ein komplettes Set. Und deswegen habe ich das jetzt auch noch nicht wirklich gemacht. Was ich mir halt überlegt habe, vielleicht doch einfach auch trotzdem das Tank-Set irgendwann zu holen. Tank-Ultimate-Set, selbst wenn es plus 0 ist, egal. Das ist eigentlich auch ziemlich sexy, muss man sagen. Die Ringe geben da HP-Rate, was echt krass ist eigentlich. Und generell auch 10% Blockrate, glaube ich, der Set-Effekt. Also echt auch ein cooles Set. Und naja, irgendwann ist ja das Ziel auch einfach alles 4 Sets zu haben. Das Adept-Set habe ich jetzt schon, und das Champion-Set habe ich jeweils einen Teil zu viel quasi. Also einen Ring zu viel beim Adept-Set und einen O-Ring zu viel beim Champion-Set. Da kann man sich dann auch irgendwann nochmal Gedanken machen, wie man das dann handhabt. Oder ich werde es ja dann einfach so machen, dass ich mir alle Sets auf jeden Fall einmal hole.
Also eventuell fülle ich die anderen Sets noch auf und mache quasi etwas schlechtere Sets für Zweitcharakter, die ja dann wirklich nur plus 0 sind oder so und nicht plus 5, dass man dann nicht immer hin und her tauschen muss. Und gegebenenfalls dann halt auch noch ein Ranger-Marksman-Set, aber es ist ja literally nur für Ranger eigentlich das Set. Und genau, das Tank-Set. Aber wie gesagt, dafür reichen die Fragmente eh nicht, also für entweder Marksman oder für Tank-Set, deswegen habe ich da jetzt momentan noch nicht wirklich was gemacht. Aber ja, mal schauen. Und ja, das war so ein bisschen das Upgrade-Event zusammengefasst, nochmal so ein bisschen die WB-Gründe dahinter erklärt. Also ja, insgesamt, es hätte wirklich besser laufen können. Ich fand es halt lustig oder es war halt zusätzlich auch ein bisschen nervig, weil es lief halt gefühlt schlechter als bei den anderen Upgrade-Events, wo die Chance dann um ein paar Prozente erhöht ist, je nach Upgrade-Stufe und so. Und bei dem Upgrade-Event hast du literally 100% mehr, also einfach das Doppelte. Und es lief teilweise gefühlt einfach schlechter als ohne. Klar muss man zugeben, ich habe tausende Products rausgeballert oder weit über 1000. Ja, da passiert halt auch mal was Schlechtes. Ich meine, da kannst du dich davon ausgehen, dass wenn du so oft machst, dass du dann immer nur im Erwartungswert liegst oder immer drunter. Ich meine, irgendwann muss man halt auch einfach mal drüber liegen. Das gehört halt dazu, zu diesen Wahrscheinlichkeiten. Man kann nicht immer nur drunter liegen. Aber es hat mich trotzdem irgendwie so ein bisschen gebrochen oder es hat mich einfach so ein bisschen enttäuscht, dass ausgerechnet da kommt das Pech dann bei mir, wo ich sonst gefühlt immer Glück hatte. Und dann hast du so eine hohe Chance, also die höchste Chance, die du jemals hattest beim Upgraden auf Borodeng. Und genau dann habe ich gefühlt so reingeschissen teilweise. Das war schon rückblickend ein bisschen lustig, aber halt auch aktiv so ein bisschen traurig halt. Also war schon ein bisschen ärgerlich. Genau. Ja, und das andere Update dann noch, alle meine Charakter in der Party, wie ihr sehen könnt, unten links, sind gerade Level 156. Und ja, Road to 160, I guess. Ich habe jetzt alle Quests erledigt mit diesen 8 Chars. Mit den anderen Chars habe ich noch nicht alle Quests erledigt. Da kann ich mir auch nochmal Fett Products holen. Also sollte tatsächlich ein zweites Upgrade-Event angekündigt werden, kann ich meine anderen Chars dann wahrscheinlich auch alle easy auf 156 bringen. Das wird jetzt ja wahrscheinlich auch nicht zeitnah sein. Bis dahin gibt es wieder durch Tower Dailies einfach ein halbes Level-Up oder ein ganzes Level-Up vielleicht sogar. Da will ich das dann wahrscheinlich genauso machen. Level Reach gibt es jetzt wahrscheinlich, also gibt es natürlich nicht mehr. Oh, falsche Taste. Level Reach ist jetzt natürlich weg. Gut, hier sieht man es eh nicht mehr, aber meint, weil der Char schon über 156 ist. Aber Level Reach ist jetzt sowieso Geschichte, aber die Projects durch die Quests und so kann ich mir schon holen. Also für das nächste Upgrade-Event, sage ich mal, könnten auch wieder Vorbereitungen getroffen werden, um da wieder ein bisschen die Sau rauszulassen. Aber natürlich in keinem Verhältnis zu dem, was jetzt letztes Wochenende abging. Das war brutal. Das wird es in der Form wahrscheinlich auch einfach nie wieder geben, weil das waren wirklich Projects im Wert von ein paar tausend Euro. Also Projects und Orichalcum im Wert von einigen tausend Euro. Also das ist schon crazy gewesen. Ich meine, allein die A-Project, die ich da hatte an dem Wochenende, klar sehengebunden, aber es ist ja trotzdem Product ist Product. Allein das waren ja über 1000. Also es ist ziemlich brutal gewesen, was wir da rausgedonnert haben. Das war echt nicht ohne. Aber ja, das war's mit dem Video. Wie gesagt, kurze Zusammenfassung, wer das alles nicht so genau mitverfolgt hat. Es gibt auch zu allen Upgrades, die irgendwie speziell waren. Also Ultimate Upgrade, weil das erste Mal, dass ich Ultimate Schmuck geupgradet habe, Schmuck plus 20 und so, gibt es lauter Videos auf dem Kanal. Einfach mal reinschauen. Und ansonsten für tägliche Livestreams checkt die Videobeschreibung. Twitch-Link ist dort am Start. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.